Also durch die Corona-Pandemie und dadurch, dass die HU dann auch teilweise einfach zugemacht hat, keiner mehr die Labore betreten konnte oder wir auch ein Notbetrieb aufrechterhalten wurde, kam dann schon eine große Aufregung auch bei unseren Arbeitsgruppen auf, die dann dachten, wie mache ich das, die Forschung muss weitergehen, was ist mit den Abschlussarbeiten, sodass dann eigentlich alles erstmal zum Stillstand gekommen ist und dann war auch Ruhe. Wenn wir so vor Corona-Zeiten, so das Labor lief so bei, sagen wir mal, 100% auf vollen Touren, dann war natürlich dieser Einschnitt, das hat uns praktisch komplett aus dem Lauf in den Stand versetzt. Ich leite hier eine Arbeitsgruppe, die heißt Molekulare Infektionsbiologie und wir forschen daran, wie in Infektionen, Bakterieninfektionen hauptsächlich, die Genregulation in den Bakterien, die Zellen infizieren, stattfindet und wie die Zellen darauf reagieren. Und wir sind jetzt, ich denke mal, irgendwo so bei 50% wieder hochgefahren. Was mich am meisten überrascht hat an der jetzt Corona-Zeit ist doch, wie kollaborativ doch plötzlich Leute werden. Dass also aus einem Wissenschaftsbetrieb, in dem oft große Konkurrenz herrscht, es jetzt doch so ist, dass sehr viel mehr Kollaboration stattfindet, gerade wenn es um Corona-Forschung geht. Und da hat man schon die Hoffnung, dass sich sowas doch vielleicht durchsetzt und dass das bleibt jetzt auch und dass das Schule machen könnte. Wir brauchen natürlich für unsere Arbeit unsere Labore. Das ist aber nicht alles. Es ist vielleicht nur so die Hälfte des wissenschaftlichen Betriebs, den wir hier eigentlich machen. Denn ein Großteil der Forschung, der Ergebnisse entsteht eben nicht nur dadurch, dass man alleine im Labor steht und alleine hier an so einer Bench pipettiert, sondern es ist der Austausch, der ganz wichtig ist. Und es ist auch der, den man schlecht planen kann. Wir haben alle das Problem, wie organisieren wir uns in Zeiten, wo wir uns nicht mehr begegnen können. Gerade diesen spontanen Austausch, wo man nicht sich für ein Meeting verabredet, eine Überschrift fürs Meeting setzt und sowas alles, sondern dieses, wie geht's dir, was machst du gerade, befruchtet Wissenschaft, die Verwaltung von Wissenschaft extrem.